Hallo zusammen, hier bei Helvetic Gaming, euer Zockerkanal aus der Schweiz. Heute mit unserem ersten Madden NFL Orakel. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, bei jedem Spieltag unten reinzuschreiben, welches Team ihr gerne als nächstes sehen würdet. Und wir werden es dann für euch als Orakel nachspielen. Somit könnt ihr euch eigentlich optimal auf jeden Spieltag auf das Game vorbereiten. Heute starten wir gleich mit den Carolina Panthers gegen die Denver Broncos. Das ist ja eine Neuauflage des letztjährigen Super Bowls und auf diese dürfen wir da ganz gespannt sein. Beide Teams haben eigentlich eine sehr gute Preseason hingelegt, 2 Siege, 2 Niederlage. Noch nicht alles hat ganz funktioniert, aber sie sind auf dem richtigen Weg. Ja, wir sind bereit, nun kann es losgehen zum ersten Spiel dieser Saison zwischen den Panthers und den Broncos. Ich spiele für die Panthers und ich habe gleich Kick-Off. Da können wir auch gleich sehen, ob Trevor bereits spielt oder noch Sanchez im Kader ist. Ich bin mir da nicht sicher, ob bei Madden das Update bereits über die Bühne gegangen ist. Ja, da gab es ja einige Änderungen. Sanchez hat den Cut nicht überlebt, also überlebt schon, aber er hat ihn nicht überstanden und wurde jetzt nun von den, ja, hier haben wir ein Bild, Sanchez mit der Nummer 6. Der wurde ja jetzt geholt von den Dallas Cowboys als zweiter Quarterback, da Tony Romo verletzt ist und die brauchen da einen guten Second Quarterback. Ja, beiden Broncos war ja der Ersatz Brock Osweiler, der wollte man aber nicht halten und dann haben halt die Texans zugeschlagen und ja, jetzt aus meiner Sicht haben die da ein bisschen ein Quarterback-Problem. Wohl Problem nicht so, sind halt noch junge Quarterbacks, nicht so erfahren und ja, das wird sich dann auch herausstellen, ob sie den Druck standhalten können diese Saison. Trevor Siemian und Paxton Lynch sind die Ersatz. Ich werde glaube ich mal sagen, dass Siemian da beim ersten Spiel den Vortritt erhält, weil er ein bisschen erfahrener ist als Lynch. Das ist meiner Sicht eigentlich auch gleich das erste Problem bei den Broncos. Also die Defense ist ja nach wie vor genau gleich geblieben und das ist auch das Maß der Dinge in der NFL momentan. Daher wird es wahrscheinlich kein Problem sein, in die Playoffs zu kommen, aber wie weit sie dann in den Playoffs vorschreiten können, das wird dann wahrscheinlich abhängig sein von der Spielqualität des Quarterbacks. Das wird sicher ein ausschlaggebender Punkt sein zu Beginn dieser Saison. Ja, und da, jetzt haben wir einen Superpass gesehen von Lynch, von Sanchez, Entschuldigung, habe ich ein bisschen ein Durcheinander bekommen. Ja, Sanchez hier noch in den Trikot von den Broncos mit einem super hammerweiten Pass. Also, ja, wenn die so spielen, brauchen sie keine Angst zu haben in der Offense. John Phillips mit dem Touchdown, gut gestartet, muss sagen, ich habe da keine Lösung gefunden gegen diese Offense, war da ein bisschen überrannt geworden. 6:0, jetzt noch mit dem Punt. Ja, 7:0 steht es, schlechter Start von meiner Seite aus, aber da gut ab, die Broncos sehr gut gespielt. Ja, das gibt mir jetzt die Möglichkeit, in Offense mal zu spielen mit dem Quarterback Newton. Ja, die Panthers haben ja sehr viel um den Quarterback herum gebaut sozusagen. Die haben das Team aufgebaut um den Quarterback. Ist natürlich super, wenn der Quarterback sich wohlfühlt im Team. Problematisch wird es dann einfach, wenn er verletzt ist oder so und du einen neuen Spieler hast mit einem neuen Spieltyp und der dann in ein Team kommt und sich eigentlich dem Spieltyp von Newton anpassen muss. Hoffen wir einfach mal für die Panthers, dass das nicht der Fall sein wird. Und ich versuche gleich mal in das Spiel zu kommen mit einem Medium Pass. Und da bekomme ich schon die volle Härte der Broncos Defense zu spüren.
merke schon, ich werde da sehr früh unter Druck gesetzt. Ich muss da mit kürzeren Pässen versuchen, da ich nicht so viel Zeit habe, den Pass abzugeben. 10 Yards, Second Time. Ja, und das funktioniert eigentlich recht gut. Da bin ich durch. Ja, ich glaube mal, das ist zum Start dieses Spiels der Schlüssel, wie ich da durchkommen kann. Bisschen kleinere, kürzere Pässe zu spielen und halt vielleicht über 2, 3 Anläufe versuchen, die 10 Yards zu schaffen. Ich versuche es gleich nochmal und schaffe hier gleich ein paar Yards. Ich glaube, es waren etwa 7. Ja, 7 Yards waren das. Funktioniert eigentlich recht gut. Ich versuche jetzt mal ein bisschen Running Yards zu schaffen. Sollte eigentlich drin liegen. Ja, und das funktioniert. Aber ich sehe schon, ich werde recht früh unter Druck gesetzt. Also auch hier im Spiel die Defense der Broncos sehr, sehr stark. Ja, das First Quarter ist bereits vorbei. Ich habe da auf 4 Minuten gestellt, dass die Aufnahme nicht so lange wird. Wird natürlich spannender sein, da jeder Touchdown mehr ins Gewicht fällt. Und jeder Ballverlust teuer zu stehen kommt. Ich versuche es nochmal über ein paar kurzen Pässe. Und da komme ich jetzt eigentlich recht gut durch. Da haben sie noch kein Mittel gefunden, mich zu stoppen. Ja, an dieser Stelle möchte ich euch gleich noch aufrufen, unten im Kommentar hinzuschreiben, welche Partie ihr gerne nächste Woche sehen würdet. Wir werden dann aus allen Antworten dann eine auslosen, oder vielleicht sind sogar 2 Teams dabei, die ihr gewünscht habt, und wir können das verbinden miteinander. Und dann werden wir das als Orakel für euch nachspielen. Momentan sieht es gut aus für die Broncos. Ich versuche natürlich da dagegen zu halten. Nicht, weil ich die Panthers lieber habe, einfach nur, weil ich nicht so gerne verliere. Ja, und gerne dürft ihr uns natürlich auch uns anwerben, um mit euch mal eine Partie zu zocken. Gerne machen wir das natürlich. Ihr dürft ein euer Team wählen, das ihr gerne spielen würdet, und wir werden dann einfach der Herausforderer spielen. Und das macht das Ganze ein bisschen spannender auch für uns. Dann müssen wir nicht gegen den Computer spielen. Ja, und da Touchdown für uns, 7:7, oder nein, 6:7 noch. Ich muss natürlich noch das Field Goal machen. Sehr, sehr wichtig für uns, denn es sind nur noch 2 Minuten 17 zu spielen. Und das war natürlich ein sehr schöner Pass. Put him in the slot, know that he has tremendous speed. What you're doing with your other receivers is likely running shorter routes to draw the attention. So, jetzt noch mit dem Punkt. Und dann steht 7:7. Das funktioniert recht gut. Habe es auch schon fertig gebracht, diesen Punkt nicht zu machen. Habe da schön vorbeigeschossen oder wurde dann schön geblockt. Also, so sicher ist das dann auch nicht. Ja, das gibt uns jetzt dann die Möglichkeit, nochmal die Offense der Broncos genauer anzuschauen. Es wird ja das große Fragezeichen sein in dieser Saison. Können die 2 jungen neuen Quarterbacks sich aber gut und schnell einspielen, dann können sie wirklich weit kommen. Also ich traue den Broncos auch ohne Peyton Manning ein sehr weites Vorkommen in den Playoffs zu. Der 9 Yards verloren. Da hat mal nicht alles gepasst bei den Broncos. Es gibt natürlich mir die Möglichkeit hier, der 2. und auch den 3. Versuch zu blocken. Da kommen sie gut durch, aber werden, glaube ich, immer noch etwa um die... es sind doch noch 14 Yards, habe gedacht, sind noch etwa 10 Yards, aber 14 Yards im 3. Versuch für die Broncos. Da können wir uns auf einen langen Pass einstellen. Nein, sie versuchen es mit Running.
aber da kommt kein Durchkommen. War eine schlechte Idee von Sanchez. Und das gibt natürlich mir die Möglichkeit, in 1 Minute 12 Sekunden hier mit 14:7 davon zu ziehen. Das ist eine Schlüsselstelle jetzt in diesem Spiel. Ja, es ist vielleicht ein bisschen früh von Schlüsselstelle zu reden, aber wenn man nur 4 Minuten pro Quarter spielt, dann ist da schon jeder Touchdown recht wichtig. Ich versuche es weiter mit kurzen Pässen, habe da ja noch eine Minute Zeit und wenn die Pässe auch ankommen, dann sollte das reichen, um ihm wenigstens in die Red Zone zu kommen und ein Field Goal zu erzielen. Ja, ich versuche es mal ein bisschen mit längeren Pässen, um sicher mit den 10 Yards durchzukommen mit einem Pass, weil sonst wird mir die Zeit nicht reichen. Komme hier gut durch, habe noch 28 Sekunden, nehme jetzt ein Timeout. Sonst wird es dann doch ein bisschen eng. Jetzt versuche ich gleich nochmal 10 Yards zu kommen, vielleicht sogar in die Red Zone vorzustoßen. Und das gelingt mir, Red Zone. Und jetzt lasse ich gleich die Zeit mal laufen, in der Hoffnung, dass beim ersten Pass natürlich einen Touchdown erziele, damit ich den Broncos nachher nicht mehr die Möglichkeit gebe, ihrerseits noch zu punkten. Ui, da habe ich Glück gehabt, dass 3 Sekunden wären eng geworden, aber Touchdown, 14:7, sehr, sehr wichtiger Moment für mich. Ja, und ich werde dann für euch nach der Halbzeit einfach mal so vorspulen zu den letzten Minuten, dass das Video nicht allzu lange geht und dann könnt ihr euch da auch die letzten Sekunden von diesem Spiel anschauen. Und die Highlights natürlich am Schluss. Habe noch 3 Sekunden zu spielen, aber das wird wahrscheinlich nichts mehr für die Broncos, wenn die da nicht einen weiteren Pass versuchen. Nein, machen sie nicht. Die erste Halbzeit vorbei. Wir schauen uns noch die Highlights an und danach starten wir dann gleich mit den Schlussminuten des 4. Quarters. Here we go, let's do this. Here's your first half highlights. Midway through the first quarter, the catch is made after a quick pass, and he'll end up picking up 53 yards on the play. Later on the drive, Hill will get a pass into the end zone, and this play goes for a score. That takes the lead up to 7. Panthers take it at the 21. The catch in traffic made by Benjamin. And 21 yards later, he'll go in for the score. Panthers tie it up at 7. First and 10, Benjamin's the target here, and he'll end up at the 20-yard line before being tackled. Sticking with the same drive, Cam Newton would squeeze the pass in here. And he finds his mark for the score. That puts them up by a touchdown. Ja, wir kommen zurück in Denver. Die letzte Spielminute läuft bereits. Die Broncos konnten profitieren von einem Interception von mir und konnten früh zum 14:14 ausgleichen. Und hier ein Fumble im dünnsten Moment. 47 Sekunden vor Schluss. Ja, das wäre natürlich die Möglichkeit gewesen, der Broncos hier auszugleichen oder sogar in Führung zu gehen. Ich werde jetzt natürlich nicht mehr groß was riskieren und auf Zeit spielen und hier den Sieg nach Hause bringen. Ja, somit wird, wenn da nichts mehr wahnsinnig was passiert, das Orakel uns vorhersagen, dass die Carolinas das erste Spiel gewinnen werden. Tipp meinerseits ist natürlich 24:17 für die Panthers. Ich vermute da, dass die Broncos Offense noch nicht so reif ist, hier was zu reißen. Ja, meinerseits würde es natürlich auch interessieren, was denkt ihr von dieser Partie? Wer glaubt ihr wird das Rennen machen? Für wer seid ihr? Schreibt es doch unten in die Kommentare.
An dieser Stelle wünsche ich euch tolles Zocken, gutes Gelingen. Lasst doch ein Like und ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Genießt noch die Highlights. Bis dann. That didn't happen at all, and that turned into a big loss. So that'll do it for us. For my partner, Charles Davis, and all the hard-working men and women on our crew, I'm Brandon Gaudin. You've been watching the NFL right here on EA Sports. Enjoy the rest of your afternoon, everyone, as we say so.